Boah, was ist das denn? Heute stelle ich euch ein Plugin von Unison vor, das trockene Sounds in weiche atmosphärische Pads, Streicher, wie auch immer verwandeln kann. Und das Ganze nennt sich Sound Doctor. Ja, ich würde mal sagen, wir gehen das Ganze jetzt mal durch. Bis gleich. Wie man sehen kann, habe ich hier schon einiges vorbereitet an Spuren, Sounds, 808s. Wir haben Vocals hier, wir haben einen Drum Loop hier, alles dabei. Ich habe hier etwas MIDI eingespielt, habe mir extra einen trockenen Sound ausgewählt und das hört sich so an. Dann lade ich das gute Stück mal rein und so sieht das Ganze aus. Ein sehr cooles FX-Plugin, wie gesagt, was trockene Sounds in atmosphärische Pads, was auch immer verwandeln kann. Ihr könnt damit Drums aggressiver machen, ihr könnt eure 808s, eure Bässe, ihr könnt alles fetter klingen lassen. Und zwar hat man hier diesen Unison-Button, den man auch von den anderen Plugins kennt, von Schlag mich tot, wie heißt es, von MIDI Wizard und Bass Dragon und wie sie nicht alle heißen. Also wie gesagt, geile Firma, geile Plugins, arbeite ich sehr gerne mit. Wie man sehen kann, steht der Doktor hier schon bereit. Der wird auch gleich was machen, wenn wir diesen Button hier bewegen. Eigentlich ist das Ganze sehr simpel aufgestellt. Wir haben hier oben einmal die Presets, Bass, 808s. Dann geht das Ganze nochmal in die einzelnen Kategorien über aggressiv, clean, dirty und so weiter. Dann haben wir das Ganze für Chords, Drums, Melodies und für Vocals. Also wie ihr sehen könnt, es gibt reichlich Presets. Man war so nett und hat mir noch die Expansion Packs dazu gegeben. Die findet man dann hier drunter und da ist auch eine Menge Stoff dabei. Ich würde jetzt aber erstmal nur die nehmen, denn ich denke mal, die Expansions kaufen sich Leute, die das Plugin schon länger in Benutzung haben, so wie ich jetzt. Dann haben wir hier unten einmal den Style. Bass und 808s, Chords, Drums, Melodies und Vocals. Und hier unten einmal die Formel, beziehungsweise wie das Ganze klingen soll. Soll es aggressiv klingen? Soll es clean klingen? Soll es... Dreamy ist sehr geil. Lo-Fi ich werde euch gleich mal zeigen. So, den Medizinschrank, den öffnet man hier. Wenn man sich jetzt einzelne Sachen raussuchen will, dann geht das über dieses Fläschchen und dann hat man, wie ihr sehen könnt, eine Menge an Pillchen. Das sind sehr viele Pillchen. Es geht los mit Anti-Harsh, Autopan, Chorus, Kompressoren, Delays, Flanger, Space. Es ist genug da. So, für die ganz faulen Säcke lassen wir den Doktor aber die Arbeit machen. Und das machen wir jetzt. So, ich suche mal aus Melodien und möchte das Ganze jetzt mal dreamy haben. So. Und ich lasse das Ganze abspielen. Währenddessen aktiviere ich den Unison-Button und dann achtet mal darauf, was der nette Doktor da so macht. Den ersten Sound hat er so gesehen schon verwandelt. Wie man hören konnte, hat sich da schon was getan. Aber wir wollen natürlich mehr. Sehr geil für Atmosphären, die man so in den Hintergrund packen kann. Okay, nehmen wir mal Aggressive. Mal gucken, was der da so raushaut. Oder tritt der den Koffer da rein? Okay, man hört, es wird sehr viel mit Distortion gearbeitet, aber auch andere Effekte wie Anti-Harsh und Vowel und hast du nicht gesehen. Okay, dann gehen wir mal rüber zu den 808s. Mal gucken, was man da so raushauen kann. 808s ganz simpel. Genau, und wenn man jetzt zum Beispiel möchte, dass die Distortion, also dass diese ganzen Höhen nicht so stark präsent sind, dann kann man das Ganze ja auch natürlich einzeln bearbeiten. Das heißt, wir haben hier einmal die Schalter, den Mix-Schalter, wie weit das hochgedreht werden soll. Da füllen sich dann auch die Tabletten, da füllen sich auch die Pillchen, wie man sehen kann. Das ist halt geil. Man kann das Ganze ja auch auf Solo stellen. Hab ich glaube ich, noch nie gemacht. Mal gucken. Man hat hier dann noch die kleinen Unison-Button und wenn man hier drauf drückt, dann tut sich da natürlich auch noch einiges. Man kann sehr viel rumvariieren, es gibt sehr viele Möglichkeiten, seine Sounds zu verfremden, aggressiver zu gestalten oder druckvoller zu machen. Es wird nicht langweilig. Wir gucken mal bei den Presets nach, was hier so los ist. Dann gehe ich mal ein paar in Dirty durch.
Geiler Sound, muss man schon sagen. Der macht das auch nicht zu, weiß nicht, es gibt ja so Plugins, da ist ein Preset, was gut funktioniert und die restlichen Presets sind komplett für den Arsch. Und bei dem ist es halt so, dass da schon eine Menge hintersteckt und nicht irgend so eine Scheiße ist, so gesehen. Okay, wir gucken mal weiter. Boah, auch geil. Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass da so, was steht da? Moog-Fi-Bass. Okay, das heißt, der macht die jetzt nicht nur fetter, sondern der kann die auch komplett, ja, anders klingen lassen, würde ich das jetzt mal nennen. Geile Sache. So, was haben wir denn als nächstes? Wir haben ein paar Drums. Ich muss zugeben, Drums habe ich mir noch gar nicht angeguckt. 808 habe ich natürlich vorher so ein bisschen rumprobiert. Und bei den Melodien, da konnte ich meine Neugier nicht zurückschrauben. Aber bei den Drums habe ich noch gar nicht nachgeguckt. Und das machen wir jetzt. So, die hören sich solo ohne Sound Doctor so an. Ja, ganz normale Trappy Drums und da gehen wir jetzt mal ein paar Presets durch, obwohl, nee, warte mal, wir machen das so. Wir stellen hier ein Drums und mal, komm, mach uns die jetzt mal richtig aggressiv. Bah, was ist das denn? Haha! Du kannst damit komplett andere Richtungen machen. Du kannst von irgendwelchen Trap-Drums kannst du in Richtung Drum and Bass gehen oder Electric oder du renderst die jetzt hier raus, samplest die nochmal einzeln und ja, mir würden da schon 1000 Ideen zu einfallen, wie ich diese Drums hier umsetzen könnte. Okay, das war jetzt aggressiv. Machen wir mal Lo-Fi. Auch geil, hat was. So dieses Vinyle dahinter. Und das Geile ist, man muss nicht diese ganzen einzelnen Plugins reinladen und selber rumexperimentieren, sondern der bietet hier eine Fläche an Plugins an, wo man in dem Plugin selbst eigentlich nur selbst variieren kann. Und wenn einem das nicht passt, drückt man einfach auf den Unison-Button und da kommt ein komplett anderer Sound raus. Achso, war jetzt das Echo. Auch geil, riecht auch richtig genial für Übergänge, Breaks und alles mögliche. Ihr merkt schon, ich bin fasziniert. Vocals. Ich würde mal sagen, ich lasse die Melodie und die 808 mal im Hintergrund laufen. Pliziere das hier mal. Dann haben wir auch eine längere Vocalstelle. Die Drums lasse ich jetzt mal aus. So, und die Vocal hört sich so an, ohne Sound Doctor. Brain is not in service, head is under surface. Man merkt, dass auf der Vocal schon ein Raum drauf ist. Das ist aber nicht schlimm. Es wäre natürlich geiler, wenn die Vocal komplett trocken ist. Ich könnte das jetzt auch mit irgendeinem Plugin nochmal rausfiltern, aber ist egal. Es geht mir nur darum, dass da kein Delay und so drauf ist. Und der Rest sollte eigentlich passen. Jetzt gucken wir mal, was der so aus den Vocals macht. Nehmen wir mal Dreamy. Brain is not in service, head is under surface. I don't want to do this. Okay, nicht schlecht. Klingt ein bisschen wie Nectar 4, wenn man ein paar Presets durchgeht. Aber jetzt mache ich mal Dirty. Dirty. Brain is not in service, head is under surface. I don't want to do this. So, jetzt haben wir noch ein Piano hier. Das loop ich mal so. Hört sich ohne Sound Doctor so an. Stinknormales Piano. Und wir gehen jetzt mal ein paar Presets durch aus dem Melodiebereich. Dirty, wir fangen mal bei Dreamy an.
Ey, das liebe ich an diesem Plugin. Du denkst, da kommt irgend so ein Scheißeffekt und dann macht der aus dem Piano so eine weiche, breite Atmosphäre. Da könnte ich schon wieder, So, ihr Lieben, das war ein kleiner Einblick zu Sound Doctor von Unison. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir schon. Benutze ich sehr oft und immer häufiger das Plugin, genauso wie einige andere von Unison. Da kommt in nächster Zeit auch noch einiges von dieser Firma. Und den MIDI Wizard 2 von Unison werde ich testen, aber nicht auf diesem Kanal. Eine kleine neue Info, ich bin auf dem neuen Format von Producer Network. Wer hätte es gedacht? Und dort werdet ihr mich ab Juni hin und wieder mal sehen bei einem neuen Format. Und ja, ihr dürft gespannt sein, auf jeden Fall. Es sind einige geile Videos entstanden und es werden auch einige geile Videos kommen. Wie gesagt, folgt mir auf Instagram, dort werde ich alles bekannt geben, wann ich da zu sehen bin, bliblablub und alle anderen Infos. Ja, das war's von mir. In diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Restabend. Macht es gut und wir sehen uns wie immer beim nächsten Video. Bis dahin. Tschüss, Sikowski.